Der Test-DAF ist die Prüfung, die ich geschrieben habe, um die Voraussetzungen meiner Universität zu erfüllen, um auf Deutsch zu studieren. Das habe ich schon vor fast 4 Jahren gemacht und ungefähr seitdem bin ich Deutschlehrerin. Das heißt, ich habe diese Prüfung selbst abgelegt und anderen dabei geholfen, sie erfolgreich zu bestehen. Meine Schüler und ich haben auch alle möglichen Bücher ausprobiert und heute werde ich dir sagen, was ich von diesem Buch halte. Fit für den Test-DAF. Aber jetzt muss ich zum Schreibtisch. Okay. Erstmal ist das Buch ziemlich groß und ziemlich dick mit über 200 Seiten und 2 CDs. Lass uns reinschauen. Zuerst kommt man zu einer Selbsteinschätzung. Und ich weiß, es sieht so aus, als ob ich dieses Buch noch nie benutzt hätte. Aber ich habe alles in einem Notizheft aufgeschrieben. Sogar diese Selbsteinschätzung, weil ich wusste, dass ich sie vielleicht mehrmals machen würde und ich wollte nicht, dass es verwirrend oder unordentlich ist. Dann kommen wir zu vielen Infos zum Test. Das finde ich sehr nützlich. Man lernt über die Themen und die Längen der 4 Prüfungsteilen. Dann werden die Beschreibungen detaillierter, wenn man die einzelnen Prüfungsteile anschaut. Dazu gibt es Übungsaufgaben, die teilweise sehr, sehr ähnlich sind wie bei dem echten Test-DAF. Dazu gibt es Tipps, um die einzelnen Übungen und Aufgaben besser zu meistern. Das geht dann weiter für jede Art von Aufgabe beim Leseteil. Und es gibt wirklich so viel nur zum Leseverstehen, dass dieser Abschnitt über 60 Seiten ist. Ja, jetzt kommen wir fast zum Ende. Genau. Auf Seite 64 fängt der Abschnitt zum Hörverstehen an. Und dafür wird man auf jeden Fall die CDs brauchen. Dieses Buch oder zumindest diese Version des Buchs ist sonst nicht so nützlich. Nachdem man geübt hat, kann man auch auf Seite 184 schauen, weil da die Transkriptionen der ganzen Hörverstehen-Audios sind. Das finde ich sehr nützlich, falls man einen Teil wirklich nicht verstehen kann. Hörverstehen endet dann auf Seite 96. Das heißt, dieser Abschnitt ist ein bisschen kürzer als beim Leseverstehen, aber das ergibt auch Sinn. Beim Leseverstehen waren die Texte drin und beim Hören ist das eben auf den CDs. Und hier fängt der Abschnitt zum schriftlichen Ausdruck an, also auf Seite 97. Und da sind wirklich so viele Übungen, das finde ich wirklich toll, aber ich würde mir tatsächlich mehr Beispiele wünschen. Beim Lese- oder Hörverstehen braucht man keine Beispiele, da die Aufgaben hauptsächlich Multiple Choice oder Kurzantwort sind. Beim schriftlichen Ausdruck ist das aber anders. Man muss ja zusammenhängende Texte schreiben können und ich glaube, dafür muss man schon sehr viele Beispiele anschauen und analysieren. Es gibt hinten ein Lösungsheft zu den ganzen Übungen und zum Modelltest. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber beim Modelltest ist das der einzige zusammenhängende Beispieltext und ja, ich würde mir einfach mehr wünschen. Besonders, weil man das eben nicht anschauen sollte,
bis man selbst den Modelltest gemacht hat, weil man sonst davon beeinflusst werden könnte. Das heißt, das würde ich ändern und mindestens einen ganzen Text im Buch selbst zeigen und beschreiben und analysieren. Naja, der Abschnitt zum Schreiben endet dann auf Seite 124. Und dann machen wir auf Seite 125 mit dem mündlichen Ausdruck weiter. Hierfür wird man auch die CDs brauchen, da es auch beim Test der Fall ist, dass man auf bestimmte Sachen reagieren muss. In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man am besten die Vorbereitungszeit nutzen kann, aber auch, was man zum Beispiel sagen kann, wenn man vergisst, was man sagen wollte. Und so viel mehr. Dieser Teil endet dann auf Seite 158. Dann kommt, wie gesagt, noch der Modelltest. Er ist wirklich sehr ähnlich wie die vom TestDaF-Institut und wie der Test, den ich wirklich damals abgelegt habe. Das finde ich super. Danach kommen, wie gesagt, die Transkriptionen vom Hörverstehen und vom mündlichen Ausdruck. Das finde ich wirklich hilfreich. Und dann haben wir hier die 2 CDs und dann das Lösungsheft, was tatsächlich ziemlich leicht zu verlieren ist. Wenn man das Buch rumträgt, kann das einfach rausfallen. Das würde ich aber nicht ändern, da es schon sehr praktisch ist, das quasi immer neben dem Buch haben zu können und das direkt vergleichen zu können. Das heißt, ja, es gibt keine perfekte Lösung dafür. Vielleicht hast du es schon rausgehört, aber ich liebe dieses Buch. Klar, gibt es ein paar Sachen, die ich ändern würde. Und nein, das Buch ist nicht genug, um dich auf den TestDaF vorzubereiten, wenn du sonst nichts machst. Was wirklich gut dazu passen würde, wäre, wenn du einen Vorbereitungskurs oder sonst mit einer Lehrkraft arbeiten würdest, einfach weil du dann Feedback bekommen kannst. Es gibt beispielsweise Tipps im Buch wie argumentiere sachlich und vielleicht denkst du, dass du genau das machst, aber das ist einfach sehr schwierig selbst zu beurteilen, besonders in einer Fremdsprache. Deswegen würde ich mich nicht ausschließlich auf das Buch und mich selbst verlassen, aber das Buch bekommt einen Daumen hoch von Deutsch mit Chris. Willst du, dass ich auch andere Bücher anschaue? Schreibe mir in die Kommentare, falls dich ein bestimmtes Buch interessieren würde. Und falls du den TestDaF bald ablegen willst, wäre dieses Video besonders hilfreich. Also, bis dann. Tschüss!